Hallo allerseits und willkommen zum Kanalupdate für März und April 2024. Ja, 2 Monate sind schon wieder rum und daher ist es wieder an der Zeit, dass ich ein bisschen mit euch über die ganzen Neuigkeiten rede rund um den Kanal, also woran ich gerade arbeite, was ich mir Neues zugelegt habe und wo ich mich so rumgetrieben habe in den letzten Wochen. Fangen wir doch gleich mit den Rumtreibereien an. Das ist doch ein schönes Thema, denke ich. Anfang März war ich auf der PMS Sachsen in Siebenlehn zu Gast als Besucher. Das ist ein sehr interessantes Konzept. Das Ganze findet nämlich in einer Eventhalle eines Möbelhauses statt. Das ist ein interessantes Arrangement, finde ich, weil dadurch muss man keinen Eintritt bezahlen und man hat ja eigentlich alle notwendigen Einrichtungen gleich mit dabei. Fand ich eigentlich ganz gut. Ich hatte darüber im Vorfeld schon viel Gutes gehört und daher war ich neugierig und wollte es mir mal anschauen. Und es hat sich auch herausgestellt, dass sich der Weg nach Sachsen, nach Siebenlehn auf jeden Fall lohnt. Das ist wirklich eine sehr schöne Veranstaltung, hat mir sehr gut gefallen. Das modellbauerische Niveau war dort wirklich sehr hoch. Also die brauchen sich da nicht vor anderen Veranstaltungen zu verstecken, die vielleicht größer oder prestigeträchtiger sind. Also da gibt's gar nichts. Also da habt ihr euch wirklich größtes Lob verdient, weil diese talentierten Modellbauer muss man ja erstmal zusammenbekommen. Das ist sicher keine leichte Aufgabe. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, war einfach dieses angenehme Ambiente dort. Also jeder war super freundlich, man wurde auf ein Bier eingeladen, jeder war für ein Gespräch offen. Die Leute haben förmlich darauf gewartet, dass man sich mit ihnen unterhält. Und diese Gelegenheit nehme ich natürlich immer gerne wahr, wo immer sie sich bietet. Ja, war wirklich super. Also man kam gut ins Gespräch und das finde ich ist bei so einer Ausstellung ja auch immer ganz wichtig. Mir hat es jedenfalls so gut gefallen, dass ich dort auch mal ausstellen möchte in Zukunft. Der Weg dorthin ist für mich auch gar nicht so umständlich. Das sieht immer auf der Straßenkarte immer wesentlich komplizierter aus. Aber tatsächlich ist die Strecke darauf gar nicht schlecht und man kann da von mir aus, sag ich mal, in 4 bis 5 Stunden locker hinfahren. Das ist okay. Also ich bin für andere Ausstellungen schon deutlich weiter gefahren. Also von dem her ist es für mich absolut im Rahmen. Wie ihr euch ja sicher denken könnt, bin ich aus Sachsen dann auch nicht mit leeren Händen nach Hause gekommen. Das möchte ich euch noch kurz zeigen. Ich habe mir zum einen von Itellery den P40 geholt und dann noch einen Kamaz LKW von Svesta, beide im Maßstab 1:35 und dann noch ein bisschen Grünzeug für den Dioramenbau. Weiterhin habe ich dort auch noch einige Spenden bekommen. Das ist auch immer sehr nett. Es gibt kaum eine Veranstaltung, wo ich nicht ohne irgendeine Spende nach Hause gehe. Das beeindruckt mich immer wieder. Das schauen wir uns auch noch kurz an. Der Martin war so nett und hat mir 3 Osprey-Bücher mitgebracht. Das finde ich sehr interessant. Eins über das Sonderkraftfahrzeug 250, eins über die Bf 109 und dann noch was zur Bemalung von Waffen-SS-Figuren. Das sind alles sehr brauchbare Sachen, die ich gut verwenden kann. Danke dir, Martin, das war wirklich sehr nett und aufmerksam von dir. Und dann noch der Reiko, den ich auch mal wieder treffen durfte. Der hat mir ja ein schönes Sortiment seiner 3D gedruckten Figuren mitgegeben. Die sind qualitativ wirklich extrem gut. Also ja, ich habe selten was Besseres gesehen. Das zeigt auch, wozu der 3D-Druck, wenn er richtig angewendet ist, heutzutage ja fähig ist. Und ich bin mir sicher, dass das in Zukunft ja noch eine größere Rolle spielen wird in dem Hobby. Die zweite Veranstaltung, die ich besucht habe, war der Modellbauflohmarkt in Ergolding. Das hat Anfang April stattgefunden. Das Ganze wird vom PMC Erding organisiert. Die machen da wirklich einen sehr guten Job. Und ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Man hat wieder viele bekannte Gesichter getroffen. Und die ganzen privaten Händler hatten natürlich jede Menge feine Sachen zu bieten. Da konnte, glaube ich, jeder fündig werden. Also das war auch wieder ein schöner Ausflug. Ich denke, es wird euch wohl kaum überraschen, dass ich auch dort fündig geworden bin. Es ist ein Flohmarkt, wie könnte es anders sein? Wer da nichts finden konnte, war selber schuld. Ich habe mir insgesamt 3 Bausätze mitgenommen. Das wären zum einen ein Panzerkampfwagen 4 Ausführung A von Dragon. Das ist mittlerweile ein relativ seltener Bausatz, den ich schon länger mal haben wollte. Dann ein Achilles von AFV Club, auch ein sehr schöner und interessanter Bausatz.
und dann noch eine Heinkel He 219 Uhu von Revell in 1:32. Den habe ich schon vor vielen Jahren mal gebaut, aber ich fand den Bausatz damals so schön und da hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich beschlossen habe, den mir nochmal ans Lager zu legen. Denn ja, es gibt auf der Welt so viele schlechte Bausätze. Wenn man weiß, dass ein Bausatz auf jeden Fall gut ist, dann spricht doch nichts dagegen, den sich nochmal zu holen und irgendwann nochmal zu bauen. Weil letzten Endes geht es ja nur um den Spaß in diesem Hobby. Und bei dem Bausatz ist jede Menge Spaß drin, also den kann ich wirklich sehr empfehlen. Obwohl er auch mittlerweile nicht mehr so leicht zu finden ist. Und zum krönenden Abschluss bin ich dann Ende April noch auf die Moschon Show nach Moschon Magyaróvár in Ungarn gefahren. Das war eine sehr schöne Reise. Ich hatte nämlich auch 2 tolle Reisegefährten mit dabei, nämlich den Markus von Scape Bench Plastic Models hier auf YouTube und den Holger, meinen lieben Vereinskollegen, der mich auch schon letztes Jahr nach England, nach Telford begleitet hat. Also wir hatten jede Menge Spaß, die Reise lief wie am Schnürchen und die Moschon Show ist natürlich auch der Hammer. Das ist eine Veranstaltung von Weltniveau, das ist keine Übertreibung. Ich denke, von dem Kaliber wird es nicht viele Ausstellungen und Wettbewerbe geben. Der Eintritt dort ist frei und der Wettbewerb war mit über 3000 Beiträgen wirklich extrem gut besetzt. Und dabei kam sowohl die modellbauerische Qualität als auch der künstlerische Anspruch nicht zu kurz. Also das war wirklich sehr beeindruckend, was ja manche Modellbauer da zustande bringen. Wirklich irre, das mal zu sehen. Und ich kann jedem nur schwer empfehlen, dort irgendwann mal hinzufahren, denn sowas sieht man wirklich selten auf diesem Niveau und in dieser Dichte. Da ist jedes Modell eigentlich ein Preis wert, jedes einzelne. Da ist nichts dabei, wo ich sagen würde, naja, also so könnte ich es auch, sondern jedes Ding, was da ausgestellt ist und im Wettbewerb steht, ist wirklich zum Niederknien gut. Und das haut mich jedes Mal von den Socken. Ja, so eine hochkarätige Veranstaltung zieht natürlich auch viele Besucher an. Das ist keine Überraschung. Gerade im Wettbewerbsbereich ging es dann doch zeitweise ziemlich eng her. Das ist jetzt erstmal eine Sache, die mich nicht sonderlich stört. In dem Fall war es aber doch ziemlich penetrant, muss ich gestehen. Es gibt nämlich Menschen, die einfach keine Geduld haben und einen einfach nicht schauen lassen. Also ich finde es unmöglich, sowas. Wenn ich ja so Modelle anschaue, dann mache ich da ein paar schöne Fotos und die Sachen, die mich dann besonders interessieren, da nehme ich mir dann schon vielleicht mal 2 Minuten Zeit, um mir das ein bisschen eingehender anzuschauen. Aber es gibt dann eben Leute, die einem dann so ein bisschen im Nacken sitzen und dann auch so ein bisschen zum Schieben anfangen. Wirklich physisch mit dem Ellenbogen oder mit dem Körper einen wegschieben. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das ist mir auch noch nie woanders so passiert auf einer Ausstellung. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, warum die Leute da so aggressiv auftreten, finde ich nicht schön. Das ist eigentlich so der einzige Kritikpunkt, den ich an der Moschon Show habe. Das war letztes Jahr schon ein bisschen so, aber dieses Jahr war es noch auffälliger. Ich denke nicht, dass das daran liegt, dass diese Veranstaltung in Ungarn stattfindet. Da kommen Menschen aus der ganzen Welt zusammen. Also ich denke nicht, dass das einfach eine ungarische Mentalität ist oder so, sondern es gibt einfach komische Menschen auf der Welt, die meinen, sie haben Zeitdruck oder es einem nicht gönnen, dass man sich da was anschaut, oder die haben vielleicht Angst, dass ich was wegschaue. Keine Ahnung. Auf jeden Fall mich wegschieben lassen, das mag ich nicht. Das ist kein gutes Verhalten. Mein Tipp ist daher, zu gewissen Stoßzeiten, vor allem am frühen Nachmittag, eher in den Händlerbereich zu gehen und sich da in Ruhe umzuschauen, und dann findet man auch ein paar schöne Bausätze und muss sich nicht weiter ärgern. Natürlich wurde ich da auch wieder fündig. Klar, ist die Moschon Show, da kann man viele ungewöhnliche Sachen finden, die man jetzt vielleicht im Internet oder auch auf anderen Ausstellungen gar nicht so ohne weiteres auftreiben kann. Ich zeige euch mal kurz, was ich so mitgenommen habe. Und zwar hier von HD Models eine Moto Guzzi. Das ist ein italienisches militärisches Motorrad aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Figur ist dabei mit 3 Köpfen. Das ist eine super Sache.
hatte ich auch auf meiner Liste tatsächlich. Dann hier von RPG Models, hier dieser russische Kamaz Taifun mit dem Geschützturm in 1:35. Auch den hatte ich mir vorgenommen, dass ich mir den beschaffen möchte und wurde fündig. Ja, ist ein schöner Bausatz, prall gefüllt die Schachtel, da hat man doch einiges zu bauen. Dann hier von Model Victoria eine italienische Stele oder Kapelle, weiß nicht genau wie man das nennt, Votivkapelle steht drauf. Das ist ein Resin-Bausatz, ganze Zubehör ist dabei und wie bei Model Victoria üblich ist die Qualität wirklich grandios. Ja, dann noch zwei Figuren von Georgi Stamov, und zwar hier im Maßstab 75 mm, zwei thrakische Krieger. Das ist ein Thema, was mich schon länger interessiert, aber da gibt es auf dem Figurenmarkt nicht allzu viel Auswahl. Ich habe von dieser Marke auch noch nie gehört zuvor und der Georgi, der Besitzer von diesem Label, der war da persönlich vor Ort mit dem kleinen Stand. Ist ein sehr angenehmer Zeitgenosse aus Bulgarien, der sich eben sehr für die Thraker interessiert, die ja eben in der Antike im heutigen Bulgarien gesiedelt hatten. Ja, und die sehen wirklich super aus, die Figuren. Ich denke, da werde ich vielleicht bei Zeiten auch mal eine für euch näher zeigen. Das fand ich wirklich sehr spannend. Hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass ich sowas finde. Und dann noch zu guter Letzt ein paar Farben, und zwar hier von Life Color das Olive Trap Set. Da ich ja auch vorhabe, ein bisschen mehr alliiertes Zeugs zu bauen. Ja, das wäre es auch schon. Gute Ausbeute, was aber auch keine Überraschung ist. Die Moschon Show hat gerade im Händlerbereich wirklich viel zu bieten. Gut, das wäre der Rückblick auf die vergangenen Veranstaltungen der letzten 2 Monate. Schauen wir uns jetzt an, welche Veranstaltungen auf euch zukommen in den nächsten Wochen. Das erste wäre die 9. Modell trifft Original im Fliegerhorst Museum in Leipheim. Das Ganze findet am Samstag, den 25. Mai statt. Das ist eine kleine, aber feine eintägige Veranstaltung, wo ich auch wieder wie gewohnt ausstellen werde. Da freue ich mich schon besonders drauf, denn es gibt jetzt in meinem Ausstellungskalender aufs Jahr gesehen nicht mehr so viele Veranstaltungen, wo ich tatsächlich selber was ausstelle. Ich schaue mir viel an, gerne auch weiter weg, aber jetzt hier so ein bisschen näher gelegenes, wo ich selber was mitbringe, da gibt es mittlerweile nicht mehr so viel. Das ist auch der Grund dafür, warum ich den Eindruck habe, dass Leipheim als Ausstellung sich immer mehr mausert, sage ich mal. Der Einzugsbereich wird einfach ein bisschen größer. Die Leute kommen teilweise schon von München und noch weiter weg nach Leipheim. Also das sind schon, würde ich mal sagen, gute 100 oder 150 Kilometer Einzugsbereich für eine doch relativ kleine Veranstaltung. Finde ich schön, denn Leipheim ist wirklich gut. Kann ich jedem sehr empfehlen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeikommt. Ich stehe für Gespräche zur Verfügung und da freue ich mich schon drauf. Die nächste Veranstaltung wären die Modelltage Stammheim in Stammheim am Main am 15. und 16. Juni. Ich werde dort am Samstag als Besucher vor Ort sein und mir das Ganze wieder näher anschauen. Das ist meines Wissens nach die größte Modellbauausstellung in Bayern. Daher lohnt sich der Besuch auf jeden Fall. Das Museum ist auch sehr schön und wenn das Ganze dann noch mit viel Modellbau und einigen Händlern gut gefüllt ist, dann glaube ich, lohnt sich der Weg auf jeden Fall. Dann haben mich in den letzten Wochen bei verschiedenen Gelegenheiten wieder diverse Spenden fürs Ferienprogramm erreicht. Das ist auch immer sehr schön, dass diese Initiative nach wie vor so viel Unterstützung erfährt. Ich habe die Spenden hier mal zusammengefasst. Die kamen, wie gesagt, bei verschiedenen Gelegenheiten zusammen, teilweise bei privaten Treffen, teilweise auch auf Veranstaltungen. Damit das ganze Video hier aber nicht zu unübersichtlich und zerpflückt wird, habe ich mir gedacht, ich fasse das Ganze einfach mal der Einfachheit halber so zusammen. Die edlen Spender sind der Carsten, der David, der Dominik und der Jürgen. Die Jungs haben sich nicht lumpen lassen und haben einige schöne Bausätze springen lassen für die Kinder und Jugendlichen des Ferienprogramms.
Die Sachen werden auf jeden Fall sehr gut ankommen, da bin ich mir sicher. Der Kurs wird voraussichtlich wieder im August oder im September stattfinden. Die Planung steht da noch nicht ganz, aber das wird dann in den nächsten Wochen irgendwann mal festgelegt werden. Ja, und dank solcher schönen Spenden kann ich den Kurs auf jeden Fall längere Zeit noch aufrechterhalten. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass der Strom an Bausatzspenden für den Bastelkurs auch irgendwie irgendwann abreißen könnte. Also die Spendenbereitschaft ist nach wie vor ausgesprochen hoch und das weiß ich sehr zu schätzen. Ist wirklich toll, wie viele großzügige Förderer es eben gibt für dieses Hobby, damit eben auch junge Leute da einen Einstieg bekommen. Nicht nur fürs Ferienprogramm wurde gespendet, ich habe auch was bekommen, und zwar von der Firma GV aus Tschechien. Die gehört dem Primek. Der hat diesen Bausatz entwickelt über das Heydrich-Attentat, Operation Anthropoid, kennt ihr ja vielleicht. Das ist ein Bausatz im Maßstab 1:35 mit diesem neuen Mercedes Cabrio von ICM und einigen selbst entwickelten Figuren und einigem Zubehör. Finde ich sehr spannend, ist auch eine sehr schöne Schachtel, finde ich. Kann man wirklich staunen drüber, vom Design her. Die Absicht dahinter ist, dass ich den Bausatz euch mal näher zeige. Ich bin allerdings leider aus Zeitgründen noch nicht dazugekommen. Das ist was, worum ich mich aber dann in den nächsten Wochen auf jeden Fall kümmern möchte. Weil was da drin ist, ist auf jeden Fall eine Schau. Und habt ihr so wahrscheinlich noch nicht gesehen. Finde ich ganz spannend. Ja, vielen Dank an den Primek, dass er mich kontaktiert hat und es angeboten hat. Ich bin jemand, der sich sehr gerne mit Geschichte beschäftigt und wenn dann noch der Modellbau dazu kommt, umso besser. Und hier haben wir wirklich beides vertreten in einer Schachtel. Finde ich super. Ja, wie gesagt, bei Zeiten kommt da noch eine Bausatzbesprechung dazu. Gut, dann schalten wir mal rüber zur Werkbank und schauen uns zuerst mal an, welche Projekte ich seit dem letzten Update fertigstellen konnte. Ja, wie man sehen kann, ist es mir gelungen, den Beute T60 meines Großonkels fertigzustellen. Im vorherigen Kanalupdate habt ihr das Ganze ja noch im Rohbauzustand gesehen. Ja, und da habe ich dann weitergemacht mit der Lackierung. Dazu habe ich das Modell erstmal in etwas handlichere Komponenten zerlegt und dann alles schwarz grundiert. Anschließend habe ich dann den Innenraum lackiert. Das ging ja relativ einfach, weil man noch ganz gut rankam. Ich habe erstmal alles weiß lackiert, dann die Details bemalt, nacheinander mit dem Pinsel. Ja, das ging auch ganz gut. Da war auch ganz praktisch, dass der Motor noch separat war. Dann konnte man den auch vernünftig bemalen. Ja, und dann kam ein Ölfarbenwash drauf. Ein paar Lackschäden wurden aufgemalt und aufgetupft. Danach habe ich dann die Ober- und Unterwanne miteinander verklebt und die beiden Öffnungen in der Oberwanne mit Schaumstoff verstopft. Und dann konnte es an die Lackierung der Außenseite gehen. Zunächst war ich ein bisschen unschlüssig, wie ich weitermachen wollte. Am Ende sollte das Fahrzeug sandgelb werden mit relativ vielen Lackschäden. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, das zu erreichen. Ich habe dann so ein bisschen hin und her überlegt und mich dann am Ende dafür entschieden, nochmal es mit der Haarspray-Methode zu versuchen, obwohl ich ja eigentlich diese Technik nicht mehr so anwenden wollte, weil ich mit früheren Versuchen nicht so ganz zufrieden war. Aber hier hat es sich tatsächlich mal angeboten, das nochmal anzuwenden, weil da eigentlich jetzt nichts dagegen sprach. Das Hauptproblem war nämlich beim letzten Mal bei dem Auto Blinda, dass ich da auch noch was abkleben musste hinterher und das hat natürlich gar nicht funktioniert, weil das Klebeband dann den Lack beschädigt. Aber hier wollte ich nichts abkleben und von dem her sprach da nichts dagegen. Also habe ich das Modell erstmal dunkelgrün lackiert. Die deutschen Bestandteile, also die Werkzeughalterungen und das Notec-Licht, die habe ich noch mit der roten deutschen Oxidfarbe bemalt. Und danach kam dann eine dünne Schicht Haarspray drüber. Die habe ich dann auch relativ lange trocknen lassen. Und ein paar Stunden später kam dann das Sandgelb drüber. Auch das habe ich mehrere Stunden trocknen lassen, was normalerweise eigentlich nicht so geraten wird,
bei den ganzen Tutorials und Anleitungen, die man da so findet. Ich dachte mir aber, ich versuche es mal so, weil sonst habe ich immer 2 Schichten Haarspray aufgetragen, dann die Farbe drüber und dann auch schon gleich angefangen, die Oberfläche zu bearbeiten. Und das hat immer nicht so gut funktioniert. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt mache ich es mal genau anders. Also nach mehreren Stunden Trocknungszeit habe ich dann angefangen, die Oberfläche mit einem mit Wasser befeuchteten Pinsel zu bearbeiten. Und siehe da, die Lackschäden, die ich da erzeugen konnte, die sahen sehr überzeugend aus. Sehr klein und auch unregelmäßig, was das Ganze natürlich auch sehr realistisch macht. Wegen der etwas längeren Trocknungszeit, die dem Ganzen vorausgegangen war, war der Prozess natürlich etwas mühsamer als sonst, weil einfach das Ganze schon sehr durchgehärtet war. Ja, das hat dann einfach den ganzen Abend gedauert, das kleine Modell entsprechend zu bearbeiten. Ich muss aber sagen, das stört mich eigentlich überhaupt nicht. Der Zeitaufwand ist mir ziemlich egal, wenn das Ergebnis stimmt. Von dem her war das vollkommen okay und ich werde das in Zukunft durchaus öfter mal wieder anwenden, wenn es sich eben anbietet. Zusätzlich zu dem Hairspray-Chipping habe ich dann das Modell auch noch trocken gemalt mit etwas Revell Matt 91 Eisen, um einfach so einen leichten metallischen Glanz zu erzeugen. Das wirkt vor allem ganz gut an den Kanten. Ja, dann kamen noch die Abziehbilder drauf, die Details wurden bemalt und dann habe ich das Modell erstmal mit Klarlack von WMS versiegelt. Anschließend konnte es an die Alterung gehen. Da habe ich dann keine besonderen Experimente gemacht. Ich habe einfach einen Ölfarbenwash aufgetragen und zusätzlich noch mit etwas Tamiya Panel Liner einzelne größere Details noch hervorgehoben und betont. Ja, das hat ganz gut funktioniert. Für die Verschmutzung habe ich wieder Erde aus dem Garten verwendet. Das vermische ich immer mit ein bisschen Holzleim und Wasser. Wasser ist ja ein bisschen ein Problem, wenn man vorher schon die Haarspray-Methode angewendet hat. Aber der Klarlack von WMS funktioniert wirklich sehr gut als Sperrschicht. Also da ist es zu keinem Unglück gekommen, obwohl ich die Oberfläche doch relativ ruppig behandelt habe mit ziemlich viel Wasser. Also das ist auch ganz gut und kann man sich merken für die Zukunft. Damit war das Modell fertig und ich konnte dann weitermachen mit der Bemalung der Figur. Das war schnell erledigt, da ist ja nicht viel dran. Und auch der Sockel war nicht sehr kompliziert. Da habe ich meine Erdpaste aufgestrichen und dann in die feuchte Oberfläche verschiedene Grasbüschel von Mini Natur, Vallejo, Fredericus Rex und noch eingearbeitet. Ja, dann konnte ich auch noch die Kettenspuren eindrücken und den T60 dann auch gleich befestigen auf dem Sockel. Für die Verzierung des Sockels habe ich dann noch etwas Fotofälschung betrieben. Das Vorbildfoto ist sehr schön, aber auch sehr groß. Das passt natürlich niemals auf dem Sockel drauf und wäre auch viel zu schade. Ich habe es dann stattdessen einfach eingescannt und am Computer verkleinert und ausgedruckt auf normalem Papier. Und damit es ein bisschen realistischer aussieht, habe ich ein anderes altes Foto gefunden, was total irrelevant ist, und habe das eben überklebt mit dem ausgedruckten Foto. Und nach ein paar Schichten Klarlack sah das ziemlich überzeugend aus. Ja, wie ihr wisst, verziere ich meine Sockel ja sehr gerne mit kleinen Gegenständen, um dem Modell etwas mehr Kontext zu geben. Und es war hier natürlich besonders wichtig, nachdem es sich hier um einen Großonkel handelt. Ja, ich habe dann auf der Rückseite auch noch das Sterbebildchen von ihm befestigt. Da habe ich noch Dutzende rumliegen. Da kann man auch mal ein Original verwenden. Ja, und damit war das Ganze dann auch schon komplett. Wie ihr euch sicher denken könnt, war das ein sehr besonderes Projekt für mich. Und deswegen habe ich da auch besonders viel Herzblut reingesteckt. Und ich denke, das sieht man auch. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn ich das selber bewerten müsste, dass das wohl qualitativ eines meiner besten Modelle ist, die ich so bisher gebaut habe. Da bin ich wirklich sehr zufrieden damit. Und es war auch wirklich mega interessant, sich mal ein bisschen mit zu beschäftigen und das Ganze dann eben auch in den Modellbau, in das Hobby zu transferieren.
Ja, finde ich gut und ich denke auch, das ist ein Modell, was ich viele Jahre mit auf Ausstellungen nehmen werde, weil es doch auch relativ klein ist. Man sieht sowas auch nicht so oft und man kann da auch ein bisschen was erzählen dazu. Ich denke, das ist auch für alle interessierten Besucher von so Ausstellungen ganz interessant. Schauen wir uns als nächstes an, welche Projekte ich gerade in Arbeit habe. Hier seht ihr das K5E Eisenbahngeschütz von Dragon im Maßstab 1:35. Da habe ich ja in den letzten Monaten nicht viel dran gearbeitet, aber jetzt habe ich mich wieder ein bisschen drum gekümmert, weil ich ja hier in der Werkstatt auch wieder ein bisschen mehr Platz habe. Und ich habe mich jetzt mal mit den Schienen befasst. Die Schienen an sich haben das Projekt ein bisschen verzögert bisher, denn die Schienen, die dem Bausatz beiliegen, die sind nicht wirklich schön. Und auch die Schienen, die ich von Trumpeter hier im Lager habe, die sind auch nicht wirklich gut. Das sieht alles sehr einfach und spielzeughaft aus. Das wollte ich auf keinen Fall verwenden. Ich habe dann mir angeschaut, was es noch so für Schienen gibt auf dem Markt und bin dann am Ende bei Mini-Art gelandet. Die sind preislich okay, detailmäßig ziemlich gut und man kann sie auch beschaffen. Also von dem her passt es. Die anderen Schienen sind teilweise nicht so leicht zu finden auf dem Markt oder sehr teuer. Ja, da habe ich mich jetzt mal mit befasst. Das sieht jetzt vielleicht nicht nach viel aus, aber das war eine Menge Arbeit, denn diese ganzen Teile dieser Schienen auszulösen, zu versäubern und dann auch zu montieren, hat 2 Tage gedauert. Also man sollte das nicht unterschätzen. Das ist doch ziemlich viel Aufwand, was man da reinstecken muss. Dafür sind die Schienen von Mini-Art dann auch sehr schön detailliert. Hohe Teileanzahl, aber auch gute Details. Ich finde, damit kann man leben. Ja, stabil sind sie auch. Also ich habe da nicht den Eindruck, dass die irgendwie unter dem Gewicht des Eisenbahngeschützes irgendwann sich verformen. Also das ist eigentlich eine gute Wahl hier für mein Projekt. Der nächste Schritt wird sein, das Gelände mal hier zu formen aus Styropor und auch die Tunneleinfahrt herzustellen. Das sind aber alles Sachen, die ebenfalls gewisse Zeit beanspruchen und das Projekt, ja, das ist einfach ein Langzeitprojekt. Das geht jetzt nicht unbedingt so schnell voran. Aber das ist ja egal. Bei so einem massiven Modell muss man sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Ja, man wird sehen, wie es damit vorangeht. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Mit dem Jagdpanzer IV Projekt bin ich wieder nicht vorangekommen. Da steht nach wie vor die Alterung aus der beiden Fahrzeuge und dann sollte es auch allmählich mal weitergehen mit dem Sockel. Aber auch hier gilt, es ist ein ziemlich umfangreiches Projekt, wo ich es nicht sonderlich eilig habe mit. Da arbeitet man eben dran, wenn es einem gerade danach ist und wenn es gerade reinpasst. Und das war jetzt in den letzten Wochen leider nicht der Fall. Ja, zumindest die Alterung der Fahrzeuge, das sollte eigentlich ja, relativ fix gehen. Nur man müsste es halt mal machen, wie es halt immer ist. Aber ich werde dazu früher oder später ja noch kommen. Dafür bin ich mit dem M7 Priest gut vorangekommen, wie man sehen kann. Das Ganze befindet sich jetzt in der Lackierungsphase. Bevor ich aber mit der Lackierung angefangen habe, habe ich noch ein paar kleine Details am Sockel ergänzt. Vornehmlich die Dachrinne am Haus. Die habe ich aus Kunststoffprofilen selber gebaut. Und ich habe auch noch ein paar zusätzliche Trümmer befestigt auf dem Sockel. Anschließend habe ich das Ganze schwarz grundiert und in den letzten Tagen habe ich dann damit begonnen, den Priest zu lackieren. Da habe ich mir dieses typische amerikanische Olive Drab selber angemischt. Der Farbton ist nicht ganz perfekt, aber ich denke, nachdem das Ganze gealtert ist, wird es okay sein. Und momentan bin ich gerade dabei, die Details zu bemalen. Jetzt hier am Fahrwerk bin ich schon mehr oder weniger fertig. Beim Innenraum ist noch ein bisschen mehr zu tun und auch bei der Haubitze habe ich noch ein bisschen was zu tun. Und bei den Ketten bin ich gerade dabei, die Gummipolster zu bemalen. Ja, dann wird es auch schon relativ zügig an die Abziehbilder gehen und auch an die Alterung. Und dann schauen wir mal weiter, wann ich dann die Muße finde,
den Sockel zu lackieren, weil das wird relativ aufwendig werden. Aber so ist es eben. Mal schauen, wie sehr mich dieses Projekt packt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass mein Fokus in den nächsten Wochen auf diesem Projekt liegen wird und dass es dann hoffentlich auch in den nächsten Wochen fertig wird. Das wäre ganz gut, weil dann kann ich erstens mal auf dieser besonderen Ausstellung im November im Elsass dann auch was zeigen, weil dafür baue ich ja das Ganze. Und zum anderen habe ich dann auch wieder Platz, um was Neues anzufangen, was vielleicht auch zu diesem Thema passt. Das wäre ganz gut. Außerdem habe ich noch mit den Arbeiten an einem neuen Projekt begonnen. Und zwar nehme ich mir jetzt den ukrainischen Flakpanzer Gepard von Takom im Maßstab 1:35 vor. Ja, da kann es gut sein, dass ich wieder den einen oder anderen entrüsteten Kommentar bekomme und vielleicht 2 oder 3 Abonnenten verliere. Aber das ist mir wurscht, weil das ist für mich ein Hobby und ich mache das, was mich interessiert und was ich für relevant halte. Und das ist nicht beeinflussbar von der Meinung anderer Leute. Gut, so viel dazu. Jetzt zurück zum Modell. Der Bausatz von Takom stellt mich jetzt nicht so rundherum zufrieden. Der ist größtenteils vollkommen in Ordnung. Details sind eigentlich auch okay, außer an einigen Stellen, wo sie es sich wirklich sehr einfach gemacht haben. Zum Beispiel hier hinten am Motordeck. Da sind so einige Griffe vorhanden. Die waren jetzt einfach nur so als Klötze angegossen. Die habe ich runtergeschabt und durch eigene Griffe dann ersetzt. Das sind so Kleinigkeiten. Auch hier hinten, diese Box, was auch immer das sein soll, die Passgenauigkeit war unterirdisch. Da musste ich sehr viel spachteln und schleifen. Dafür ist die Passgenauigkeit an anderen Stellen wirklich hervorragend. Also ich weiß nicht genau, wie das sein kann. Naja, ist so. Weiterhin gibt es auch so ein paar nervige Trennnähte. Zum Beispiel hier vorne bei dem Radar, da unten drin. Das sind 2 so Hälften und man sieht halt einfach diese fette Trennnaht. Die muss ich noch versäubern. Ja, das ist ein bisschen unschön, sage ich mal. Dafür bekommen wir aber jede Menge Fotoads-Teile, die teilweise Sinn machen, teilweise keinen Sinn machen. Ja, und auch die Ketten finde ich ganz interessant. Da war ich zunächst ein bisschen skeptisch. Wenn man sich nämlich das Ganze in der Bauanleitung anschaut, dann denkt man erstmal, dass das nur was für Leute ist, die Vater und Mutter erschlagen haben. Ich muss aber gestehen, dass das in der Praxis relativ gut ging zum Montieren. Also das ist gar nicht schlecht. Und die Ketten sind auch ein bisschen flexibel. Dadurch, dass eben hier diese Endverbinder aus Vinyl sind, hält es relativ gut, ist auch ein bisschen flexibel und dadurch sind die Ketten auch entsprechend belastbar und reißen eben nicht sofort ab. Und auch die Montage war gar nicht so friemelig, wie ich mir das vorgestellt habe. Also da war ich dann doch positiv überrascht. Damit das Modell so ein bisschen eine persönliche Note bekommt, war es mir auch wichtig, entsprechende Besatzungsfiguren zu haben. Da gibt es auf dem Markt natürlich noch nichts Passendes dafür. Ich habe mich dann so beholfen, indem ich Resin-Figuren von Valkyrie verwendet habe. Das ist eigentlich eine Bundeswehr-Panzerbesatzung. Da habe ich nur die Köpfe ersetzt durch schöne Resin-Köpfe von John Smith Modellbau. Und mit ein bisschen Green Stuff und ein paar Restteilen konnte ich dann die Köpfe noch ein bisschen entsprechend ausstatten und verfeinern. Und dann sieht es sehr überzeugend aus. Außerdem habe ich über dem Radar noch einen kleinen Plüschelefanten befestigt. Der ist aus Resin und kommt von Mantis. Das sieht man relativ oft an ukrainischen Fahrzeugen, dass da so Kinderspielzeug dran befestigt ist oder auch an den Uniformen. Ich vermute mal, das ist so eine Art Talisman, was eben die Kinder ihren Vätern mitgeben ins Feld. Finde ich, ist ein nettes Detail. Und damit das Ganze noch ein bisschen interessanter wirkt, habe ich mir hier von Dan Models noch die passenden Abziehbilder geholt für die Abschussmarkierungen, die man dann oft hier vorne an den Geparden sieht. Weil die Abziehbilder, die Takom hier beigelegt hat, die haben eigentlich nichts mit der Realität zu tun. Ich glaube sogar, dass dieser Bausatz
erschienen ist, bevor eigentlich diese Fahrzeuge wirklich angekommen sind. Und dementsprechend hat es dann mit dem Vorbild nicht so viel zu tun. Wie gesagt, ich muss noch ein paar Kleinigkeiten versäubern und verspachteln hier und dann wäre der Rohbau soweit fertig. Ich werde mich dann als nächstes mal um den Sockel kümmern. Da habe ich auch schon eine Idee dafür. Soll jetzt nichts Spektakuläres werden. Ich dachte mir einfach nur so ein Acker oder eine Kiesgrube, wo der Gepard eben stationiert ist und eben darauf wartet, dass entsprechend die Ziele vorbeikommen. Ja, vielleicht mit ein bisschen Schnee am Boden, relativ viel Schlamm. Also ja, so wie man es eben kennt aus den Nachrichten. Auch das ist ein Projekt, was mich momentan sehr reizt. Und auch da kann ich mir vorstellen, dass ich in den nächsten Wochen sehr gut mit vorankommen werde. Wie weit ich dann aber damit im Endeffekt komme, das erfahrt ihr dann im nächsten Kanal-Update. Alles klar, dann schauen wir uns jetzt noch an, welche Bausätze ich mir sonst noch so zugelegt habe seit dem letzten Update. Ja, wie ihr sehen konntet, waren meine Beschaffungen wieder sehr figurenlastig. Ich liebe einfach Figuren. Das ist einfach immer ein interessantes Thema und man kann da einfach viel mehr gestalten damit. Besonders interessant ist hier diese Otto Degen-Figur von Plastic Invasion, die in Zusammenarbeit mit Paralightworks entstanden ist. Die habe ich schon im November vorbestellt. Jetzt ist sie endlich da. Die möchte ich, wenn es irgendwie geht, in den nächsten Wochen auch mal euch näher zeigen, weil ich finde, das ist sehr interessant. Nicht nur die Figur an sich, sondern auch die Arbeit von Paralightworks. Ja, aber ich habe mir, wie ihr sehen konntet, ja auch nicht nur Figuren zugelegt, sondern auch ein paar Fahrzeuge. LKWs finde ich gerade ziemlich spannend. Der CIS-LKW oder auch der Krupp-Protze. Das Patriot-System ist ja im Grunde genommen auch nur ein riesen LKW mit einem Luftabwehrsystem hinten drauf. Das ist auch ein irrer Bausatz. Ja, und dann noch von Tiger Model der Leclerc-Panzer. Den musste ich ein bisschen suchen. Den gibt es in Europa gar nicht so leicht zu finden. Ja, also wie ihr sehen konntet, die Ausbeute war nicht schlecht. Und wenn man dann noch sieht, was ich so auf diversen Veranstaltungen noch abstauben konnte, ja, das war echt nicht von schlechten Eltern die letzten 2 Monate. Auf welche Inhalte könnt ihr euch so freuen in den nächsten Wochen? Ich habe 2 Buchbesprechungen vorbereitet für euch. Das eine ist ein Heft über den Sherman-Panzer und das andere ist ein Buch zum Thema Figurenbemalung. Ich denke, das ist ganz interessant. Ja, was Videos betrifft, da habe ich noch nicht sehr viel vorbereitet. Ich weiß aber schon relativ genau, was ich in den nächsten Wochen so machen werde, in welcher Reihenfolge. Das sind mehr oder weniger feste Fixpunkte. Dazu gehören natürlich auch die Videos über die Veranstaltungen, die ich besuchen werde. Das ist ja mehr oder weniger klar und das werde ich wie gewohnt für euch dokumentieren. Dann möchte ich unbedingt auch die Bausatzbesprechung machen über das Heydrich-Attentat. Das möchte ich unbedingt unterbringen. Dann wird vielleicht auch das eine oder andere Modell mal fertig oder es gibt irgendein Update. Ja, und dann habe ich auch noch vor, Ende Mai, Anfang Juni nach Tschechien zu fahren für den Kurzurlaub. Da gibt es vielleicht auch die eine oder andere Sehenswürdigkeit oder
was sonst irgendwie interessant sein könnte, was dann auch irgendwie in Videoform verarbeitet wird. Mal schauen. Ja, ihr merkt schon, ich bin immer schwer beschäftigt, also mir wird es auf jeden Fall nicht langweilig werden und ich hoffe, dass es euch dann hier auf dem Kanal dementsprechend auch nicht langweilig wird. Denn ja, es kommt so einiges auf euch zu in den nächsten Wochen und auch ja, im restlichen Jahr, denn ich habe ja noch so einiges geplant dieses Jahr, aber das werde ich dann in künftigen Kanalupdates entsprechend auch kommunizieren. Aber da kann ich schon mal versprechen, da kommen einige Hammer auf euch zu. Gut, damit wäre eigentlich alles gesagt und wir sind am Ende dieses Kanalupdates. Ich hoffe, ihr fandet das Ganze interessant und unterhaltsam und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.